Durlabam manasam deham dehinam khanabhangura tatrapi durlabam manne Vaikuntho priyadarshanam. Gaudiya Goshtipati, Srila Bhakti Siddhanta, Saraswati Goswami Thakur Prabhupad told, Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Gaudiya Prabhupada. Srila Prabhupada hat uns gesagt, dass die in der Gaudiya Math wirklich Liter für Liter von Blut spenden sollen, um die bedingten Seelen zu retten. Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Prabhupada sagt, wir sind die Mitglieder von der Gaudiya Math. So in der Gaudiya Math, da soll jeder bereit sein, Tausende von Liter zu verschwenden oder aufzubringen für die Gesellschaft. Also man soll so tolerant sein und versuchen, denen Seelen zu helfen. Obwohl die meisten Seelen dagegen sein, aber trotzdem muss man mehr Toleranz aufzeigen und ihnen immer wieder helfen. Alle Seelen versuchen selber ihren Weg zu gehen. Aber sie haben keine Ahnung, in was für ein Ozean sie wirklich sein. So, und deswegen soll man immer wieder versuchen, ihnen zu helfen. Tatrapi durlabam manye Vaikuntho priyadarshanam. So, der Körper in der menschlichen Gestalt ist so selten, so das seien 84.000 verschiedene Formen, Geburtsformen, was die Seele in die Seele kommen kann. So, nach so einer langen Zeit erreicht man dann einen menschlichen Körper. Also das ist ganz eine große Seltenheit. Und nachdem man so einen Körper erreicht hat, dann soll man wirklich sich entscheiden und sich für Hari Bhajan entscheiden und die Hilfe von Guru und Vaishnava suchen. Durlabam manasya dehinam chanubhangulam. Chanubhangura ist jederzeit, kann die Chance vorbei sein. So die Zeit, was wir da sind, ist sehr, sehr kurz. Deswegen muss man jede Sekunde nutzen. Und man muss genau wissen, was man will und was man nicht will. Was wir wirklich brauchen und was wir nicht brauchen, das muss man alles unterscheiden, ganz genau. Weil wir haben keine Zeit. Bei Bhakti Lata Beach, so durch viele Geburten, wo du auf und ab reist in die ganzen Universen, nicht nur in dem Universen, es gibt tausende von Universen. So die Seele wandert auf und ab und dann ganz großem Glück kommst du mit in eine spirituelle Gemeinschaft, mit solchen Vaishnava, Satgurus. Das ist ganz was selten, dass du dann den Samen von Bhakti kriegst. Das Jiva-Tattva ist ein ganz langes Thema, über das er schon vorher gesprochen hat. Das wird er dann wieder beginnen. So, wenn wir wirklich aber einfach sein und ernsthaftig, nachher werden wir geleitet. Guru und Vaishnava sind ganz sanft, ganz einfach. Der Innenleben und der äußeres Leben, das ist ganz gleich. Die zeigen nicht was äußerlich auf, was sie innerlich nicht sein. Saralatai Vaishnavata. So, das ist in Bengali, Einfachheit bedeutet Vaishnava. Die, was einfach sein, das sind Vaishnavas. Die, was ein einfaches Herz haben, kompliziertes Herz. Saral, Einfachheit, das bedeutet, das ist nur anwendbar für Guru und Vaishnava, nicht für andere Leute, weil du kannst jetzt denken, andere Leute, die sind auch einfach oder einfach zum Haben, aber das Wort ist nur für Vaishnavas anzuwenden. Antara Bahire Samavena, so innen und äußerlich
gleich zu sein. Normalerweise die meisten Leute, der Innenleben und Äußerleben ist nicht gleich, weil sie irgendwas vorgaukeln. So vom Vaishnavas das Innenleben und Außenleben ist komplett gleich in einer Linie. Und die sind ununterbrochen im Haribhajan absorbiert. Das sieht man dort. So das Symptom von Guru und Vaishnava ist auch, dass sie eben 24 Stunden, die ganze Zeit, jeden Tag Hari-Bhajan machen. Nicht, dass sie 2 Stunden Bhajan machen und stoppen sie, nachher machen sie am Abend wieder was, sondern durchgehend, alle Tag, alle Wochen, alle Tag, jedes Jahr, das ganze Leben, 24 Stunden, immer beschäftigt im Dienst. Das ist ein Symptom von so einem Vaishnava. So 24 Stunden sind sie immer in der Stimmung des Dienens für den Höchsten. Durch das kannst du verstehen, wer einer Vaishnava ist und wer nicht, wenn du die Symptome vorfindest. Du kannst nicht irgendwas einfach so in den Tag leben. Also das Erste, was zum Verstehen ist, ist Guru Tattva. Und das ist ganz ein großes Thema. Und die Seltenheit, dass man wirklich eine so hohe spirituelle Person in seinem Leben hat oder bekommen hat, wie manche von uns, die was Einweihung haben von solchen großen Vaishnavas, die was Satgurus sein. So, wenn du das nicht verstehst, wie selten das ist, dann kannst du, dann ist Bhakti weit, weit weg. Die Seltenheit, das eben, was er vorher erwähnt hat, dass du eben schon so lange reist in dem Universum und jetzt kommst du zusammen mit so einer Persönlichkeit. Die ganzen vorigen Leben hast du das niemals gehabt. So Srinivasacharya, der schreibt, das ist ein Vers von Srinivasacharya, einem großen Acharya. So, du sollst in der materiellen Welt haben wir auch gewisse Affären oder Liebesaffären, aber das sind ganz niedrige Beziehungen, weil wir sind alle für höhere Beziehungen bestimmt zu Gott, nicht da Beziehungen in der Welt. Transcendental love affair, if you can have with Guru Padma, I mean, it is written, Guru Mukha Padma Vakya, Hridayate Koryaksha, Arena Koryayasha. So, wenn du dein Herz wirklich harmonisieren kannst mit Guru und Vaishnava, nachher hast du Möglichkeit, wirklich das tiefere Siddhanta und die tieferen Wahrheiten in der Philosophie zu verstehen. Ohne Guru Bhakti ist es nicht möglich. Er hat ein Beispiel gegeben von Ramchandra Kaviraj. Ramchandra Kaviraj, der ist auch 100% mit seinem Gurudev in Einklang. Also sein Gurudev ist Srinivasacharya, aber die sind komplett eins. So in einem Tages hat Srinivasacharya ist in ganz, ganz tiefe Meditation gegangen. Für 3 Tage. Die Leute haben sogar schon, seine Frau hat sogar schon einen Arzt oder einen Doktor, weil er keine Lebenssymptome mehr gehabt hat. Er ist innerlich ins transzendentale Vrindavan eintreten. Das nennt sich Samadhi. Das ist eine ganze tiefe Meditation. Es ist sogar noch mehr als wie tiefe Meditation. Also du verlierst dein ganzes externes Bewusstsein.
So außerhalb war jeder, hat sich gedacht, oh, die Person, die ist gestorben, die hat den Körper aufgegeben, weil der sitzt und macht keinen Rührer von nichts. Aber der Kim Brahmchandra, der Kimp, und er sagt, na, wart, und nachher geht er ein, tiefe Meditation, Ramchandra, und nach einer gewissen Zeit verliert er auch sein externes Bewusstsein und tretet auch in das transzendentale Vrindavan ein. Und jetzt findet er da sein Gurudev in seiner spirituellen Form. Und nachher dort zusammen machen sie Seva zu Radharani und Krishna. Weil der Nasenring von der Radharani, der ist verloren gegangen in der Yamuna, und da hat er jetzt für 3 Tage gesucht. Und äußerlich hat es ausgeschaut, als wie jetzt 3 Tage, er war innerlich im Lila, im transzendentalen Welt. Aber äußerlich hat er kein Bewusstsein mehr gehabt. In der materiellen Welt findet man Liebe vor für Kinder, für Ehefrau und Ehemann. Aber das ist alles keine perfekte Liebe. Das ist alles eine materielle, vergängliche Form, wo man da seine Liebe hinrichtet. So, wir müssen immer in Verbindung sein mit der höheren Welt. Mit der ewigen Welt, nicht mit einer temporären Welt, wo alles wie Luftblasen verschwindet. So, wenn jemand eine gewisse eben Falschheit im Herzen hat, dann kannst du die Gurudev nicht wirklich verstehen. Wenn du selber Falschheit hast im Herzen, nachher ist Hari Bhajan nicht möglich. Actually, in Gaudiya Math, I like to speak some incident there in Gaudiya Math happened. So in der Gaudiya Math ist einmal ein Fall gewesen, lange Zeit her, wo die Gaudiya Math etabliert worden ist. Da ist es Gaudiya Math ist ganz bekannt gewesen auf der ganzen Welt. Und alle Leute auf der Welt, viele Leute, große Leute wollten eben Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada treffen. Und viele Leute sind zu ihm gekommen, um eben von der transzendentalen Welt zu hören und um Lösungen für ihr Leben zu finden, weil so viel Komplikationen ins Leben bringt. So die haben viele Fragen gehabt. So eines Tages hat auch Brahmachari also da ist auch sozusagen so ein genannter Devotee zu Gaudiya Math immer gekommen, ein älterer Herr, er hat alles gemacht, gleich Parikram, hat manchmal Spende gegeben, hat manchmal Früchte mitgebracht, hat Dandavat und hat immer gebetet zum höchsten Herrn. O Papaham Sarvakamanam, Papaham Sarvakamanam. So, er betet, oh, so, das Gebet bedeutet, dass er eben, oh, ich bin die komplette Verkörperung von Sünde, ich bin die komplette Verkörperung von Sünde, sagt er immer vor die Deities, vom höchsten Herrn. Oh, höchster Herr, ich bin so sündhaft, ich bin ein Paket aus Sünde. So jeden Tag. Und jeden Tag macht er das. Das ist seine Routine. So, betet er jetzt wirklich vom Herzen oder nicht? So, Brahmachari hat sich dann gefragt, jetzt werde ich ihn einmal testen. Und er hat ihn dann so getestet, dass er gesagt hat, er hat ihn nachgerufen. Oh sündhafte Person, oh Sünder, Sünder, Sünder. Und nachher hat sich der ältere Person hat sich umgedreht und hat gesagt, hey, was sagst du da? Du kannst nicht so zu mir sprechen.
Er ist ärgerlich geworden und hat sich aufgeregt. Oh, warum kannst du so mit mir sprechen? Kannst du dich nicht richtig aufführen und zu ältere Leute, wie kannst du so sprechen? Und der junge Brahmacharya hat dann gesagt, aber ich habe jetzt gehört, du hast so gebetet zu den Deities, zu Dakoji, du hast die aufgezeigt. Also, du hast eben gerade gesagt, dass du der größte Sünder bist, dass du der größte Sünder bist. So I am calling you. This way he was tested, that his mood was covered. So, der ist getestet worden und ist so mit dem aufdeckt worden, dass er wirklich nicht innerlich das im Herzen tragt. Er sagt zwar äußerlich, oh, er ist ein großer Sünder, er ist ein großer Sünder, er ist ein großer Sünder, aber dann, wenn ihn irgendwer anderer so nennt, dann regt er sich auf, so, das ist Falschheit im Herzen. That any kind of, operation going on, still they can bear and try to do something good for this common people. This is the mood of all Gaudiya devotees, that especially those Die ganzen Gaudiya Devotees, diejenigen Brahmachari Sannyasis, die haben ganz eine hohe Stimmung, die sind immer bereit, irgendwas Gutes für die Leute machen, so damit sie spirituellen Fortschritt machen. Einmal ist ein Patient in einem Hospital gewesen, in einem Krankenhaus. So, Brahmachari ist in das Hospital gekommen. Und der Brahmachari verliert auch langsam seine Geduld. Sie geben dem eine gewisse Behandlungen, ein paar Spritzen oder Vaccine und solche Sachen. Eines Tages kommt eine Schwester und sie gibt ihm eine Injektion und er hat ihr einen Kick gegeben, der Schwester. Aber die Schwester hat nicht sich beschwert, weil eine Schwester, was im Krankenhaus arbeitet, die haben ihm davor geschworen, dass die ganzen Patienten, was ins Krankenhaus kommen, dass sie das, was sie machen, so wie sie sich verhalten, so, das tolerieren sie. Alle Schwestern im Krankenhaus haben das davor an Schwur abgelegt. Und man kann durch so ein materielles Beispiel sehen, dass die Toleranz ist eben extrem wichtig. Genauso, ein Arzt hat so Gelübde oder Schwestern, auch mentale Krankenhäuser. Die gibt es sogar so Psychiatrien, wo manchmal die Patienten die Doktoren schlagen oder sie bedrohen oder irgendwas. Aber der Doktor hat dann doch immer eine Toleranz, weil er weiß, dass sie krank sind. Und genau dasselbe ist jetzt mit der Gaudiya Math genauso. Also die können auch spirituell, die wollen immer spirituelle Lehren geben in den Leuten. Und vielleicht werden sich andere aufregen und sie werden sie beschimpfen und sie werden das und das machen. Aber trotzdem, sie bleiben immer tolerant. So, die gehen Tür zu Tür, so Bhiksha, um den Reis und also betteln. Was bedeutet das? Betteln bedeutet nicht, dass sie Reis oder irgendwas wollen, sondern dass sie die Gelegenheit haben, dann über Gott zu sprechen mit den Leuten. Weil die normalen Leute, die was niemals solche Sadhus treffen, somit haben sie eine Möglichkeit. Und dann geben sie vielleicht auch was, Reis oder Chapatis oder Früchte. So, diejenigen Sannyasis und Brahmacharis, was
Rohes Material sollst du vor allem nehmen. Du kannst aber nicht gekochte Sachen annehmen von materiellen Leuten, wo die Sannyasis oder Brahmacharis betteln gehen. So, aber der wirkliche Hintergrund von dem ist, dass sie eben dann über Gott sprechen können, über Krishna. Und dann treffen sie ja manchmal auf Leute, dass die Leute an den Türen, wo sie klopfen, dass die ärgerlich werden. Eines Tages eine Dame ist auch ganz ärgerlich geworden, wo sie geklopft haben. Sie hat dann gesagt, oh, also der hat gesagt, die Dame hat dann gesagt, oh, wieso geht's doch arbeiten, warum bettelt sie da? Und der Sadhu ist dann gegangen und Prabhupada, der hat es dann erfahren, dass in dem Haus eine alte Frau wohnt, die was immer die Sadhus beschimpft sozusagen, die spricht immer jeden Blödsinn. Und Prabhupada sagt jetzt zu seinen Brahmacharis, geht's dorthin, und weil sie hat das letzte Mal hat sie gesagt, ich gebe auch Asche, ich kann auch Asche geben, so in ihrer und dann hat Prabhupada gesagt, oh, ja, nachher lasst ihr die Asche geben. Und nachher ist der Brahmachari gegangen und hat sie ihm die Asche gegeben. Und dann hat Prabhupada gesagt, jetzt verwendet die Asche, um die Utensilien zu reinigen für die Deities, die Brass, Metalle, und das kann man mit dem reinigen. Und so hat sie dann Fortschritt machen können. So Sadhguru und Vaishnava können alles einsetzen für das Wohl, auch wenn sie beschimpfen, aber doch, sie können was Gutes draus machen. So, Gaudiya Math ist nicht irgendwas, was etabliert werden kann von Geld oder Manneskraft, sondern es muss ein reiner Devotee. Es kann nicht einfach so ein Tempel aufgemacht sein. Du kannst nicht, wenn du viel Geld hast, einen Tempel bauen. Oh, bau schnell kauf ein paar Ziegel, einen Beton und bau einen Tempel. Aber Tempel kann niemals so errichtet werden, sondern nur durch die Kraft, wenn dort wirklich ein Sadhu dort ist, nachher hat es einen Sinn. Und Gaudiya Math, die heiligen Orte manifestieren sich nur durch die Gnade von Krishna selber. Es ist ja nicht so ein normaler Tempel, wo so eben, es sind vielleicht viele Tempel, aber wenn da kein Doktor ist, nachher, was hat das für einen Sinn? Immer neue Tempel und neue Tempel. So, was immer wichtig ist, da muss ein Doktor sein, ein spiritueller Lehrer, ein Meister. That bonded soul, they are getting admission in Gaudiya Math, gradually they are getting treatment. Special point is that Ishtagosti now in our Gaudiya Math and everywhere, they forget this point. This vital point, Ishtagosti. Ishtagosti, you know? Everybody forgets. So, now you can go and check up, you cannot find this procedure of Ishtagosti. Heutzutage ist ganz selten in Ishtagosti. So Ishtagosti, wir sprechen über die spirituellen Dinge. Das ist eben wichtig, nicht nur in den Tempeln, auch in den Familien. So Satsanga ist ganz wichtig, eben, dass du wirklich nicht über materielle Dinge redest. Someday, repeatedly when I was putting this question, one day I was alone, Gurupad was laughing at me and speaking that really so. Actually, Satsanga is most rare thing. So, er hat einmal gefragt, Satsanga Papade Bombay Sukkita Purva Sanchita. Also Satsanga kriegst du durch Bhakti und Muksukri. Bhakti. Also durch das, dass du schon Satsanga, die Gemeinschaft von Devotees ist nicht so leicht zum Kriegen, sondern du musst schon viele, viele Leben, die viel Sukri, die angesammelt haben, nachher kannst du in so eine Gemeinschaft kommen.
Du kannst schon versuchen, selber Leute zu finden in der Welt, aber du kannst jetzt auf den Weg machen und gehst raus und versuchst, Sadhus zu finden. Aber das ist nicht so einfach, dass du da denkst, dass da, so ist ganz, ganz selten, weil du das selber durch Sukriti schon angesammelt haben musst, dass du in so eine Gemeinschaft kommen kannst. Srila Bhaktivinoda Thakur sagt, du kannst viele, viele Dörfer absuchen, viele, viele Städte absuchen, aber da ist keine Sicherheit, dass du da einen reinen Sadhu findest. Even it can be so, if we can meet with one pure sadhu, his activities, his acharan, we cannot understand. Sometimes we cannot understand. His activities, his speech, his activities. Sadhus sind auch oft ab und zu so schwer zu verstehen, was sie machen, wie sie sich verhalten, was sie sprechen. Materielle Leute können das nicht verstehen, ab und zu. So, und dann kannst du ganz leicht Vergehen begehen, weil du denkst, oh, das ist kein Vaishnava, in Wirklichkeit ist es ein Vaishnava. Aber er verhaltet sich so und du denkst dir, das ist keiner. Seva to him or her also. Vaishnav ke avaishnav gyan kora, avaishnav ke vaishnav gyan kora, ubhai aparad. Both. If you understand that this he is not Vaishnav, whereas you meet already a pure Vaishnav, they cannot understand. Is offensive. Also du verdrehst es, du sagst zum Beispiel, dass die, was keine Vaishnavas sind, du sagst, das sind Vaishnavas. Und die, was Vaishnavas sind, du sagst, das sind keine Vaishnavas. So das kann deine Sichtweise sein auf das Bild von Vaishnavas. So, was soll man jetzt machen, wenn man nicht wirklich so reine Seelen trifft? Also Srila Prabhupada sagt selber, dass das ganz, ganz selten ist. Es ist nur möglich bei der Barmherzigkeit vom höchsten Herrn und durch dein Sukriti. Und ansonsten musst du Gemeinschaft haben mit den Heiligen Schriften. Das hilft dir dann. Wenn du jetzt keine Person in deinem Leben hast, die was die führen kann, nachher führen die Schriften. Aber doch, auch wenn du jetzt die Gemeinschaft hast von den Büchern oder von den Heiligen Schriften, all die Schriften, Srimad Bhagavatam, Chaitanya Charitamrita, Chaitanya Bhagavat, aber doch brauchst du unbedingt die direkte Gemeinschaft von einem Sadhu. So direkte Gemeinschaft ist unbedingt nötig. Ohne dem kannst du kein Bhajan machen. Also du brauchst es. Es ist nicht, dass du da denkst, im Chaitanya Charitamrita, da steht auch geschrieben, Sadhu Sangha, Sadhu Sangha, Sarva Shastra, Lavamatta, Sadhu Sangha, Sarva Siddhya. And also it is written that actually Sadhu Sangha Krishna Bhakti Janmamula Hai Sadhu Sangha. Sadhu Sangha, Krishna Janmamula Hai Sadhu Sangha. Das sind zwei Verse, was ihm geschrieben sind im Chaitanya Charitamrita. So, Krishna Bhakti Janmamula Hai Sadhu Sangha, dass die Wurzel von allem ist, von Bhakti, das ist Sadhu Sangha. The root cause of your getting Bhakti is Sadhu Sangha. Then what need of getting Guru Bhagavad? No need. Some foolish can put some argument. Mararaj written. Also dumme Leute, die können zum Beispiel sagen, Sadhu Sangha ist ganz wichtig, die Gemeinschaft. So, warum brauche ich einen Guru? Aber das ist ganz gefährlich, so eine Einstellungsweise. Krishna Bhakti Janmamula Hai Sadhu Sangha. So. Also die Einweihung von Guru Diksha ist unbedingt nötig. Sadhu Sangha, wenn du wirklich in Sadhu Sangha bist, wie kann man wissen, dass du überhaupt in Sadhu Sangha bist? Was ist der Beweis für das?
Also was Sadhusanga bedeutet, wenn du das Sadhusanga bist und Sadhusanga hast, nachher stufenweise wirst du wirklich Loslösung finden von der materiellen Welt. Also du fühlst dich nicht mehr angezogen von der materiellen Welt und du fühlst dann innerlich, dass du ein Gefühl kommst, dass du einen Satguru brauchst. Vielleicht hast du für 10 Jahre Satsanga gehabt, für die letzten 10 Jahre. Aber du fühlst jetzt nicht im Herzen, dass du Zuflucht suchen musst beim Gurudev. Nachher sagt Jiva Goswami, dass du 100% nicht in Satsanga warst. Also du bist gekommen dann zu Gaudiya Math, vielleicht 10, 20 Jahre. Viele Leute haben das gemacht. Das sind 20 Jahre gekommen zu der Gaudiya Math. Aber doch heute haben sie noch immer keine Inspiration gefunden, wirklich von Zuflucht zu suchen und Einweihung zu nehmen von einem Satguru. So da sagt Vishwanath Chakravarti und Jiva Goswami, die sagen dazu, es gibt so viele Diskussionen über das Thema, Kiran, Bindu und Karan. Sinda, Bindu und Kana, das sind 3 Schriften, wo das alles beschrieben ist. Kiran, Bindu und Kana. Kiran, Bindu, Kana, ei niye Vaishnaver Vaishnavana, Gauriya Ganer Vaishnavana. Kiran, Bindu, Kana. Follow. So this way actually Vishwanath Chakravarti also speaking, Jiva Goswami also speaking. If you are not going to feel it, so wenn du das nicht fühlst, dass du Zuflucht suchen sollst beim wirklichen spirituellen Meister, nachher 100% bist du noch nicht in Satsanga. Weil wenn du wirklich ein Satsanga machst, dann fühlst du es 100%ig notwendig, dass du einen spirituellen Meister brauchst. Ansonsten ist es eine Art von Anadinidanam Brahmo, this sloka actually, there it is written, Sabda Tattam Jadaksharam. Sabda Tattam Jadaksharam. Actually, if you are not going to take shelter of Sadguru, so wenn du jetzt nicht wirklich mit dem Shabda Brahma in Verbindung kommst, dann ist Haribhajan fast unmöglich. This sloka you will have to discuss. You have to discuss. There you can find that Shabda Tattva, Prakita Shabda. Actually, you heard that Shabda Brahma. Shabda Brahma means Brahma in the form of Shabda Brahma bedeutet, das ist Brahma, das Höchste in der Form von Klangschwingung. Anadinidanam Brahma, and just it is called in the form of Shabda Brahma. It is there. Nivartate, I forget this sloka. I always speak, sometimes forget. And Pakriya Yagato Yataha. Pakriya Yagato Yataha. In Gopal Tapani Upanishad it is written. In der Gopal Tapani Upanishad, dort ist geschrieben, dass die ganze Kreation, die materielle Kreation, die tanzende Kreation, alles, das hat alles stattgefunden durch das Gayatri Mantra, das ist der König von allen Mantras. So das Mantra, durch das ist die ganze Kreation entstanden. This sloka is very important. So from there we can prove
Brahma can come in the form of Shabda Brahma in front of me. And that transcendental sound box is called Gurupatpadma. So derjenige, was die transzendentalen Klang in die Welt bringt, das ist Gurudev. Srila Prabhupada sagt das Beispiel. Also derjenige, was die transzendentalen Nachrichten bringt, das die transzendentale Klangschwingung, das nennt sich dann Gurudev, der was in die Welt kommt und der kommt selber von der Welt und der bringt die Nachricht von der Welt, von der spirituellen Welt. So, zu der Zeit von Gaudiya Math, da hat es mal zu der Zeit noch keine Telefone gegeben. So alle Devotees, die sind mit dem Magazin, die haben tägliche Magazine, wöchentliche Magazine, monatliche Magazine verteilt über die spirituelle Welt, weil Prabhupada, das haben sie alles aufgenommen und aufgeschrieben. Und Srila Prabhupada hat gesagt, wenn du Geld hast, nachher nimm das her, um Sachen zu drucken oder auf Papier zu bringen von der spirituellen Welt und das dann zu verteilen. Siddhanta books of Chaitanya Math, I was speaking there. Actually, if you want to know exactly all about the teachings of Chaitanya Mahaprabhu, 100% you will have to go through the. Also wenn du alle Lehren von Chaitanya Mahaprabhu verstehen willst, dann musst du durch die Schriften gehen, auch von der Gaudiya Math. Daran kannst du das ganz, ganz wissenschaftlich verstehen, ganz exakt. Ganz analytisch musst du durchgehen. All die Lehren, was Chaitanya Mahaprabhu gegeben hat. Also spezielle Personen, Srila Bhakti Thakur und Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada. Actually, those bonded souls sometimes coming to Gaudiya Math, also those who are Nitya Siddha, they are also coming to Gaudiya Math. So in der Gaudiya Math sein befreite Seelen und bedingte Seelen. Sind ewige Geweihte. Nicht alle sind ewige Geweihte. Also es kann nicht jeder sagen, dass all diejenigen, was Diksha und Harinam genommen haben von Prabhupada, dass das ewige Geweihte sind. Das Siddhanta stimmt nicht ganz. Das kann nicht stimmen. So, warum ist Prabhupada gekommen? Der kommt ja, um neue Seelen auch zu befreien. So, es müssen auch neue Leute zu ihm kommen sein. So, da ist eine Mischung, ein Mix aus verschiedenen befreite Seelen, was ihm geholfen haben, und Leute, die was eben erst befreit werden müssen. Am schönsten wird ja Prabhupada einfach nur kommen und wieder gehen, aber keine anderen Seelen befreien. Aber natürlich, er hat so viele Seelen befreit. So, beides ist da. One day, in Chaitanya Math, that time there was no place for brahmachari to sleep properly. So, in der Zeit von der Gaudiya Math war zu der Zeit noch kein Zimmer für jeden. Aber heutzutage sind überall Zimmer, man kann einzelne Zimmer haben. Aber zu der Zeit war kein Privatleben im Tempel. Brahmacharis und Sannyasis, die was ideale Grihastha sein, das soll kein Privatleben sein. Privacy means intricacy. Privacy means intricacy. Privacy means complicacy. Privacy means bondage. You are not open.
In that case, it can be a cause of your bondage. So those who are ideal grihastha, they are also great. Also ideale Grihasthas, Haushälter sind auch ganz große Seelen. Aber sie sollen auch kein Privatleben für sich haben. Sie haben was Geheimes. Du sollst kein Geheimnis haben. Actually, some small devotees, they are expressing doubt. They are actually habituated to do Ishtagosti, you know. When Chaitanya Math was established in that time, there was no facility. Even if you take prasadam, it's very simple prasadam. Simple means glorious prasadam. Very simple. Like dal, chapati or... Und zu der Zeit haben sie ja ganz einfach gegessen. Chapati, Reis und ein bisschen Dal. You can cry, you cannot believe. But still they are dancing. Why? Aprakito prasadam they are getting. That is called Harikatha. Aprakito prasad is Harikatha. You are going to get nice prasadam, but if you are not going to get the support of Aprakito prasada, Harikatha, Also das Wichtige ist, sie haben gewesen im Tempel, die haben vielleicht nicht so gut gegessen, alles gehabt, sondern einfaches Essen. Aber warum sie so getanzt haben und so glücklich waren, weil sie eben Harikatha gehört haben von der wirklichen Quelle. Und da waren sie so ekstatisch, so sie wollten nicht mehr. Umgekehrt, einer kann zwar viel gutes Prasadam haben mit so vielen verschiedenen, kannst auswählen das und das und das, aber du hast kein Harikatha. So, das ist eben der Unterschied. So, Prasadam ist nicht irgendwas, was jetzt viel und gutes Prasadam sein muss, sondern Prasadam ist transzendental, das reinigt uns. So, das ist nicht, dass du da jetzt gute Sachen hast, sondern einfache Sachen. So, Chaitanya Math am Anfang, da war es eine Halle gewesen, da haben alle Sannyasis und Brahmacharis gegessen, ganz einfach. Und keiner war irgendwie privat. Und die schlafen alle zusammen. So in Goshti Bhajan, in Gemeinschaften Bhajan, kann man sich eben gegenseitig dann helfen. Wenn einer jetzt einen Fehler macht, dann kann der andere gleich sagen. Oder man kann nicht länger schlafen, weil alle müssen aufstehen. Man hat nicht sein privates Zimmer und dann kann man so lange schlafen, wie man will. So, bevor die Arati ist, müssen eben die alle schon aufgeweckt sein und aufwachen. Also bevor der Mangalarati um 4 in der Früh machen sie Kirtan, nach der Mangalarati dann sitzen sie alle zusammen, machen Kirtan und Harikatha. Und nach einem Nachmittag wird wieder der Harikatha gesprochen und am Abend wieder. Und dann kommt wieder Arati und Harikatha. I was bound to arrange this way. All these small boy, hearing Harikatha 4 times. Maybe sometime in English, sometime. Also die haben 4-5 Mal Harikatha gehört. Und Kirtan alle Zeit, jederzeit. Also du musst die wirklich so absorbieren in Sankirtan. Auch als Haushälter, als Grihastha. Jederzeit musst du eben so in Harinam und Kirtan sein. Das ist die Technik. Ansonsten hast du nicht wirklich Erfolg. Also eines Tages, da war ein jüngerer Devotee. Some place there, under a tree, they get together, one spot, very nice spot, very lonely. Also unter dem Baum haben sie sich versammelt. Und
die pflücken die Blumen. Manchmal waschen sie die Utensilien, manchmal machen sie Girlanden. Jeder ist beschäftigt. Prabhupada zu der Zeit hat kaum Brahmachari oder Sannyasi erlaubt, dass er in der Math ständig sein kann. Er hat sie immer gesendet, um verschiedene Dienste auszuführen. Heute ist der Verscheidungstag von Srila Bhakti Kusum Sramon Mararaj. So, er kommt zu dem noch, er macht jetzt einfach einen Hintergrund. We have so many things to learn from them. I have no. That time actually, you see, continuously, those devotees doing so, zu der Zeit haben die jungen Devotees, die haben immer Dienste geleistet. Mararaj Prabhu, das war die Mutter von der Gaudiya Math. Er macht auch 24 Stunden Seva. Mehr als wir mit Mutter. So nachdem alle Prasadam gegessen haben, nachher den Bär Prasadam, aber wenn kein Prasadam ist, nachher ist er dran, aber auch wenn dann noch einer kommt, nachher gibt er sein Essen auch noch zu ihm und er fastet selber. Also er hat immer allen vorher Prasadam gegeben und nachher hat er zum Schluss allein gegessen. Und er ist der Erste gewesen, was aufgestanden ist. Und immer, wenn er schlafen gegangen ist, ist er immer der Letzte gewesen beim Schlafen. Das ist Narahari Prabhu, die Mutter von der Gaudiya Math. Zu der Zeit hat die Gaudiya Math kein Einkommen gehabt oder keine Spenden. Sie haben sich selber erhalten. Sie haben angebaut gewisses Gemüse, Getreide. Brahmacharis selber haben das gemacht zu der Zeit. Ashwa Mararaj, Shava Mararaj, die waren alle dabei zu der Zeit. Das sind ganz gebildete Leute gewesen, aber die haben dann solche Dienste gemacht. Es sind Doktoren gewesen oder Anwälte zum Beispiel in ihrer vorigen Beschäftigung. Aber wo sie zu Gaudiya Math gekommen sind, haben sie solche Dienste geleistet. Also die haben die Getreide, Säcke tragen und ganz schwer gearbeitet. Im Endeffekt. Prabhupada hat niemals einem Brahmachari oder Sannyasi erlaubt, lang in der Math zu sein, sondern er hat ihm immer Dienst gegeben. Und er ist immer gefragt worden, oh, was hast du für ein Seva? Und wenn du fertig warst, und hat er schon wieder gesagt, okay, dann mach jetzt das, und hat den nächsten Seva gegeben. Er hat nie freilassen. Das ist die Technik von einem Sadguru, dass er die ständig beschäftigt in den Dienst. Er gibt da immer irgendeine Aufgabe. Mach das, mach das, mach das. Also durch das haben sie dann eben weniger Möglichkeit, die illusionierende Energie zu verfallen oder zu sehen, weil sie eben immer beschäftigt sind im höheren Dienst. Also Prabhupada hat immer, sobald ein Dienst beim Brahmachari fertig war, hat er gesagt, jetzt mach das als nächstes, mach das als nächstes. So Prabhupada hat ihnen immer so aufgezeigt. So ein paar Brahmacharis, die sind jetzt unter dem Baum gesessen und die haben einen Zweifel gehabt. Und die haben miteinander so geredet, oh, Prabhupada, der kommt von der transzendentalen Welt. Prabhupada kommt von der transzendentalen Welt. Er ist ein ewiger Geweihter von Chaitanya Math, von Radha Govinda. Und einmal eines Tages ist ein Brahmachari nachgegangen im Prabhupada. One day, night time, when Prabhupada doing Satakati Nam Yajna, 100 crore Nam Yajna. Und Srila Prabhupada hat zu der Zeit ganz Tausende von heiligen Namen chantet. In der Nachttime ist Prabhupada allein gekommen von seinem Bhajan Kutir zum Yoga und Bet und alle haben geschlafen.
und wirklich heraus. Und er ist gegangen, obwohl er mal Schlangen und Schakale, das sind heraus. Und der Brahmachari wollte ihm folgen. Und nachher hat der Brahmachari aber gesehen, dass alles feinstoffliche Wesen wie Kinnaras, wie die Gandharvas, das sind alles verschiedene himmlische Sänger, die haben gesungen und die haben über Prabhupada Hymnen gesungen und haben ihm Dandavats dargebracht und Girlanden. Und der Brahmachari hat sich gedacht, was geht denn da vor sich? Was habe ich jetzt gesehen? Chaitanya Mahaprabhus Geweihte sind alle erschienen. So, Srila Prabhupada ist so eine Persönlichkeit. In the lifetime of Prabhupada it was not published. After that it was published. That's why those small brahmacharis are speaking, we are lucky, actually we think we are lucky that we have taken center unto the lotus feet of Prabhupada Bhakti Siddhanta. So, die Brahmacharis unter dem Baum, die sagen ihm jetzt so, oh, wir sind so vom Glück begünstigt, bei so einer Seele Zuflucht zu nehmen. Und wir haben Einweihung bei ihm genommen, bei Prabhupada. Aber warum kriegen wir jetzt nicht die Kraft? Wir haben alles gemacht, wir haben Einweihung genommen, wir haben Harinam. Harinam hat uns die Gebetskette gegeben mit Chanten. Und wir wissen, dass Harinam, der Name vom Heiligen, der heilige Name, dasselbe ist wie Krishna. Aber warum haben wir das bis jetzt noch nicht realisiert? Krishna ist in dem Zeitalter von Kali, als der heilige Name hat er sich inkarniert, als der Name Krishna. So der Name selber ist Gott, das ist Krishna. Aber viele von uns, die machen für lange Zeit Seva, chanten Harinam und wir realisieren das nicht. Und die Brahmacharis haben das ja jetzt diskutiert. Und dann ein großer Devotee ist gekommen und der hat gesagt, Bhakti Mayuk Bhagavat Mararaj. Most of you not knowing about his name. Bhakti Mayuk Bhagavat Goswami Maharaj. Actually, he was from Grihastha-like. Er war ein Gehaschter, aber ganz ein großer Geweihter. Prabhupada hat das gewusst, hat ihn so geschätzt. From Grihastha family. He established one more in Birbhum. Er hat einen Tempel eröffnet in Birbhum von Jayadev Goswami. His birthplace, just near. Also der Tempel ist in der Nähe von Jayadev Goswami. War ganz eine spezielle Person. Und der ist jetzt da vorbeigegangen, wo die Brahmacharis, die kleinen Brahmacharis das diskutiert haben. Und hat er das überhört und dann hat er gesagt, okay, ich kann euch helfen. Und hat er sich gefragt, oh, über was redet ihr jetzt gerade? Was diskutiert? Und sagen die kleinen Brahmacharis, nix. Oh, irgendwas sagt's mir doch. Gebt's mir ein bisschen einen Einblick, lasst mir auch mitreden. Und schlussendlich haben sie dann gesagt, den Zweifel haben sie ausgesprochen, oh, wir haben eine Frage. Also, wie kann das sein? Das Srila Prabhupada ist ein ewiger Geweihter. Wir haben Harinam von ihm genommen, wir haben Einweihung von ihm genommen. Und normalerweise, wenn man Einweihung nimmt bei ewigen Geweihten, muss man Kraft kriegen. Harinam ist gleich wie mit Hari. So in den Schriften sind 3 Dinge verboten. Also du sollst ein Mantra nicht zu jeder Person gehen, sondern das muss der richtige Behälter sein, der was das er wirklich will. Ansonsten ist das Mantra fruchtlos. So, wenn der Behälter nicht gut ist, nicht richtig, nachher soll man so einer Person kein Mantra geben. Ladies, not gents, in the middle.
in the middle, not gents or not ladies. Some unlucky, Jivatma coming in this form of not ladies, not gents. So you cannot offer your daughter to that Napumsak, it's called. Also es gibt Not female or not male or not Bisexuelle, also die was jetzt kein Mann sind und keine Frau. So das sind nicht wirklich vom Glück begünstigt. Du sollst deine Tochter niemals zu so einer Person, oder die soll nicht verheiratet werden, so eine Person. If you can get some beautiful seed, a flower or some vegetable, something, maybe paddy, juice, butter. So you have, if you are going to bow, useless. So they are putting Und das Gleiche, wenn du einen Samen in den Sand setzt, der wird nie aufsprießen. So, warum ist es so schwierig, das zu realisieren, dass Harinam und Krishna selber nicht verschieden sind? Und Bhakti Goswami Mararaj hat dann gelacht. Oh, wirklich? Habt ihr dann Zweifel über das, dass Prabhupada der ewige Geweihte ist? Nein, wir haben keinen Zweifel, aber doch, wir haben den Zweifel, dass warum fühlen wir das nicht? Dass Harinam gleichzusetzen ist mit Hari. Und Bhakti Goswami hat dann gesagt, ich werde euch ein Beispiel geben, vielleicht kannst du es so verstehen. So wie zum Beispiel ein 5-jähriger Bub, der geht zu seinem Vater oder seiner Mutter, die verlassen die Welt. Also es kommt mehrmals vor, dass ein junger Bub einfach jetzt keine Eltern mehr hat. So die Mutter ist verstorben, der Vater ist verstorben. Aber die Eltern haben jetzt ein großes Vermögen hinterlassen. So that father, before leaving body, making one will in which is going to write. Und der Vater, der hat jetzt davor ihm aufgeschrieben, dass wenn sein Sohn 18 oder 20 Jahre wird, nachher wird ihm das Geld übergeben. Jetzt mit 5 Jahren versteht er das natürlich nicht. Aber er macht dann einen Kontrakt mit irgendeiner Kompanie, die was sich das halt eine gewisse Zeit behalten für diejenigen, die was jetzt zum Beispiel keinen Vater und keine Mutter haben. Nachher passt das die Firma oder das Unternehmen auf für das Geld, schaut, dass das wächst vielleicht noch und nachher kann das keiner berühren für 15, 20 Jahre und nachher kriegt es aber, das steht ihm dann zu mit 20 Jahren oder wenn er fähig dazu ist. They become adults, then the company can hand over, so they are taking care of those property, so they are going to take some expenses, salary for that. This way those company working. Many such companies. So, da gibt es viele solche Unternehmen, die was so arbeiten eben. Für Waisenkinder, die was jetzt, da wo du dann das Geld deponieren kannst, dass halt das Kind das dann später nach 10, 15 Jahren kriegt. Die Unternehmen verlangen auch was dafür. Aber Bhakti Maharaj, da gibt es das Beispiel, dass der das Waisenkind eben jetzt nicht versteht mit 5 Jahren, oh, was für ein Schatz der Vater hinterlassen hat oder was für Guthaben. Das Kind weiß jetzt nur, wie Kekse schmecken, wie man einen Kakao trinken kann, aber nichts über die wirkliche Welt. Aber später versteht er dann, oh, das hat jetzt alles der Vater hinterlassen. So, die Frage jetzt von der Realisation ist, dass du kriegst Krishna in der Form vom heiligen Namen. Der spirituelle Meister oder Prabhupad, wenn der dir das Mantra gibt, nachher hat er der Krishna gegeben. Nur bist du jetzt so wie das Kind, dass du das jetzt zu der Zeit noch nicht verstehst und noch nicht fühlen kannst. Aber wenn du richtig reifst und wachst,
nachher 100%ig ist das für die bestimmt, das musst du kriegen, das haben die für die hinterlassen. Das ist Einweihung. So, du kriegst 100%ig Radha Govinda, Chaitanya Mahaprabhu. Jetzt zu der Zeit ist unsere Realisation vielleicht nicht so hoch. Die kann nicht zu dem Punkt gehen. Und deswegen jammern wir oft und denken uns, oh, das funktioniert nicht. Aber wir sollen weitermachen und wir wissen, wir sollen einfach mehr und mehr Kripa von Seva also du musst Tulsi dienen, dass du Tulsi-Pflanze schneidest, Blumen aufziehst. Jagannath Das Babaji Maharaj hat zum Beispiel gesagt, oh, gib Wasser zu die Kürbisse, zu die Zucchini. Und die sagen, warum? Oh, wir wollten Haribhajan machen. So, warum sollen wir jetzt auf die Felder arbeiten? Und der Complaint ist dann gegangen zum Bhaktivinoda Thakur. Bhaktivinoda Thakur hat gesagt, Gurudev sagt, du sollst zum Garten gehen und die bewässern. Du hast jetzt noch keine Möglichkeit, Haribhajan zu machen, so mach die anderen Dienste. Führ das aus, was der Gurudev sagt. Gurudev weiß das. How to engage you in Haribhajan, then Gurudev knows. Don't try to put any argument with Gurudev. Gurudev knowing everything. So Gurudev, der weiß alles, wie die beschäftigt. That you have to do seva with great care. Today or tomorrow, very shortly, you can feel that Harinam is equal to Hari. Und früher oder später wirst du es dann wirklich verstehen, dass der heilige Name und Krishna nicht verschieden sind. Dann sobald du den Namen chantest, hast du wirklich Krishna vor dir. So, das steht für die steht in naher Zukunft mit Sicherheit zu, der Realisierung. Nur bist du jetzt so wie das kleine Kind und kannst das nicht erkennen. Für das, was auch der große Schatz wartet. So Prabhupada, der hat da ganz gelehrte Leute in der materiellen Welt, sind ganz große Personen gewesen. Der hatte dann in Dienste einteilt, wie zum Beispiel am Feld arbeiten oder wo sie die ganzen Getreidesäcke tragen haben müssen. So Srila Prabhupad hat ja alles so getestet und hat sie so einteilt. Ob du wirklich Gaudiya Seva machen willst oder nicht. Srila Bhakti Bhagyan Keshav Goswami der zum Beispiel auf die Landflächen aufpasst. At present, you cannot find a piece of land there, all gone. That time, if you look anywhere, you cannot look. You cannot look up to that far. So big, vast of land, all Chaitanya Math property. Now, you can go to Rautara there, near Nishingapalli. So big, huge amount of land. But now all gone. All going. So Keshav Goswami Maharaj, you know that. He was in charge of this land, how to take care of the land, how to, some litigation, some problem, all this of Kusum taking care. So this way, we will have to do seva, Guru Seva, Vaishnava. So auf die Art und Weise müssen wir immer beschäftigt sein. Guru und Vaishnavas Dienst, Seva. Und heute ist der Verscheidungstag von Srila Bhakti Kusum Ashram Mararaj. Today is the appearance day of Bhakti Kusum Sramon Goswami Maharaj. Today is the disappearance day of Srila Bhakti Kusum.
Sramon Goswami Maharaj. He was from actually Dhaka, Bangladesh, at present Bangladesh, that time it was India, actually India. That he is from that. Also der war vom ehemaligen Bangladesch, heutzutage ist das Indien. Bhakti Kusum Sramon Mararaj, ein Doktor. Er war Doktor, Doktortitel gehabt und auch homöopathischer Arzt, Krishnananda Swami Maharaj war sein Name. Yeah, both friends. So, one day they are hearing Harikatha from Prabhupada. Und eines Tages haben die Harikatha gehört von Prabhupada in Dhaka, in dem Ort. And before that, actually, our Bhakti Bharati Maharaj also going to Dhaka. Bhakti Bharati Maharaj, der ist auch nach Dhaka gegangen und hat dort über das Chaitanya Math gesprochen. So alle Einwohner von dem Ort Dhaka, der Herz ist geschmolzen, wo sie der Person und von der Person gehört haben, von Bhakti Bharati Maharaj. After that, someday Prabhupada also going to hear Harikatha there. Und Prabhupada ist danach später gekommen und hat da Harikatha gesprochen. Nachdem sie das gehört haben, der Harikatha, hat er alles aufgegeben, hat er seinen Job verlassen, ist direkt eintreten in die Bhagavad, in die Gaudiya Devoteesollte. So einen starken Eindruck hat es hinterlassen, die Gemeinschaft mit Prabhupada. So, der war ganz am Anfang dabei. And one is our godfather Kanupriya Babaji Maharaj. He is a disciple of Bhakti Santa Goswami. He loved me very much. Sam Baba means he loved me very much. But at present I cannot speak Harikatha. My luck is bad. You know the reason. This way actually, right from the beginning, they are staying in Chaitanya Math all the time. From the very beginning, they are doing different kind of seva. So sometimes cultivation seva, sometimes this seva, that seva, puja, so different kind of seva. So ultimately, after Prabhupada gone, there was some unusual incident happened. Because what is the symptom of a rare acharya, you know? So das Symptom von einem von so Acharyas wie Prabhupada so schwierig zum Verstehen. Manchmal versuchen sie das sogar auszutricksen, die Acharyas. Die geben da Geld oder Ehre, um den zu testen. When Sadguru is going to give you actual kripa, you have no brain, you cannot understand. You cannot understand. Sadguru can cheat you sometimes. Sadguru can give you actual kripa. So Sadguru kann dir jederzeit betrügen. So er kann dich testen. And they all going running there. All different people, they have different kind of conception. They cannot understand who is going to get actual. Also wer wirklich Guru Kripa hat, das ist auch ganz schwer zu verstehen. Wer von den Schülern? So manchmal hat Prabhupada Ehre zu Sannyasis gegeben. How different way Prabhupada going to cheat them. Also, Sometimes Prabhupada speaking, you all want to cheat me, na? Srila Prabhupada sagt, ihr alle wollt mir abzocken. What for you have come to me? Für was seid ihr zu mir gekommen? Ihr seid gekommen, um Haribhajan auszuführen, aber jetzt zockt es mir ab, jetzt betrügt es mir. Srila Prabhupada sagt, ihr habt mir alle versprochen, dass ihr Haribhajan macht, aber jetzt werdet ihr auch betrügen, Leben für Leben, sagt er. Life after life, I can deprive them, I can cheat them, because they want to be cheated. Also die Leute, die was betrogen werden wollen, die werden auch betrogen. So sometimes Prabhupada going to give some money and position,
Also manchmal hat Prabhupada auch Geld gegeben oder Position zu verschiedenen Sannyasis. Und so hat er sie getestet, was sie jetzt wirklich macht. So, der Charakter von Prabhupada ist ganz mysterisch, ganz schwer zu verstehen, was er macht und wie er es macht. So nachdem Prabhupada gegangen ist, also Madhav Mararaj war kurze Zeit danach. Er wollte auch niemals Acharya werden, aber es ist dann halt angenommen. Und zu der Zeit ist er der Brahmachari rausgeworfen worden aus seinem Tempel. Und Srila Bhakti Goswami Mararaj, Bhakti Kumkum, Tapasvi Maharaj. So this way, gradually, after that, Srila Maharaj was Acharya. So dann ist Srila Srabon Maharaj ist Acharya geworden. It is a very, very record. For so long period, nobody was Acharya of Chaitanya Math. Also eine ganz lange Zeit war kein Acharya da in der Gaudiya Math. I have to know. Tomorrow actually Harikatha there. Srabon Maharaj actually is the disciple of Srabon Maharaj, very old disciple, Tirobhava. I forget, 35 years or 40 years. Continuously, non-stop. Seva of Chaitanya Math. He never planned to become Acharya of Chaitanya Math. But somehow by the mercy of Prabhupada, he was bound to become Acharya, doing seva different way. So, as a record, for the longest period, no Acharyas. Bhakti Goswami Acharya for short period. Bhakti Goswami war Acharya für kurze Zeit. Bhakti Goswami, der Bas Maharaj, genau, also die waren alle für kurze Zeit Acharya. Und dann Bhakti Maharaj. Und dann Srabon Maharaj für lange Zeit war er Acharya. So naturally he was successful to attract thousands of Bangladeshi people. At present Bangladesh, that time it was India. Er hat viele Tausende in Bengal zu Devotees gemacht. Viele Geweihte von Mahaprabhu sind vom Shilet, Shihata. Viele von unserem Guru Varga, die sind aus der Zeit, also von dem Ort. So, Srabon Goswami Maharaj was successful Acharya. After that, he wanted to preach Harikatha. But one thing is that he was very, reserved. Reserved means he never wanted to prove. Er wollte niemals selber aufzeigen, oh, er ist so großer Gelehrter, er ist Acharya. Sondern er wollte nur, er ist die meiste Zeit in Chaitanya Math gewesen. So viele Tausende von Leuten haben ihn getroffen und er hat mit ihm geredet. Also erfolgreicher Acharya. So Acharya muss eben die Stimmung von Bhakti in das Herz bringen können von der Seele. Das ist das Symptom. So, in dem muss Acharya erfolgreich sein. Ansonsten kann man nicht wirklich sagen, dass das Acharya ist. Also derjenige, was erfolgreich ist, die Stimmung von Haribhajan weiterzugeben. Successful example, a enlightening example of Sadguru. Disciple can look at Guru,
Also der Schüler sich die Inspiration, was im Sein Spiritual Meister sieht, ist, dass man dann eben auch selber sagt, oh, das ist was für mich, so kann ich weiterkommen. So oft ist schon die Frage gestellt worden, Srila Goswami, der spricht das Siddhanta, Srila Bhakti Goswami spricht so, lebt sein Leben so. Bhakti Math Goswami auch auf eine andere Art und Weise. Because all they are unique tattva, Guru tattva. You many times speaking that Guru tattva, unique tattva, you cannot break Guru tattva into pieces. You cannot break Guru tattva into pieces. Guru tattva is unique tattva, you many times speak. Yes. So Guru tattva ist ein Tattva, das kann man nicht in Teile brechen. Sometimes Srila Bhakti Krishna speaking this way. Das ist ein Gesamtes in verschiedene Teile. So von unserer Acharya spricht auch manchmal Bhakti Akshashira anders als ein anderer Acharya, zum Beispiel Bhakti Puri Goswami hat. So er hat die Antwort von seinem Gurudev selber gekriegt. Die Frage er hat gestellt, da Gopananda Mararaj. He met me in road and embraced me and crying for a long time. I cannot see you. Maybe 5 years. He is doing bhajan there. I am doing bhajan this way. Again he is speaking this point. But one day I put one question in front of your Guru Padma. So why and how we have some doubt that this Guru Padma, Guru Varga speaking this way, that Guru Varga. What is the ultimate Siddhanta? Also dem ist die Frage gestellt worden. Manche Acharyas sprechen das, manche Acharyas sprechen das. So wie ist es zum Harmonisieren? But Srila Bhakti Madhu Goswami speaking this way. So what to understand? So wie kann man das jetzt verstehen? Bhakti Puri Goswami gibt die Antwort, dass dein Gurudev sollst auf die Art und Weise denken, dass Baladev miteinander in der Form kommen sein von deinem Gurudev. Das ist der erste Punkt, an dem du nachdenken musst. Baladev miteinander erkennen in der Form von deinem Gurudev. Bhakti giving him some teaching about bhajan, first of all you should understand, you should try to follow your Gurudev. So als allererstes musst du deinem Gurudev folgen. Some disparity with your Guru Padma, with Madhu Goswami Maharaj, you can try to reconcile by tattva with Guru. Und wenn du jetzt irgendwas Falsches zum Beispiel findest, was der andere jetzt anders sagt, dann musst du zu deinem Guru gehen und das klären. Musst du hingehen und das harmonisieren. Und der Punkt wird dann diskutiert. So wie zum Beispiel Bhakti Keshav Goswami, der hat nicht erlaubt, Yama Kirtans zu singen. Der war ganz strikt. Er hat gesagt, na, stopp's das. Macht's Haribhajan zuerst. Und hör von all den Wenn du die Realisation kriegst hast, dann kann ich dir erlauben, in die Yama Kirtans einzutreten. Be careful, this bhajan rahasya, not for you. You don't understand, you are foolish number one idiot. It's bhajan rahasya, mystery of bhajan. So in the preface chapter of so in der Einleitung von Bhajan Rahasya schreibt Bhakti Vinod Thakur. Shortly going to publish. I already translated. You type already. Then you can understand how exclusive. So Keshav Goswami Maharaj wanted to deliver bonded soul that way. Follow. Sometime Bhakti Madhu Goswami Maharaj speaking, well, it is written by Prabhupada. Hey, Bhakti Vinod Thakur.
anyway, by the mercy of elevated Guru Vaishnava, those common devotees, if they have the chance to sing the glories of Krishna, at least if they go on singing this kirtan, they cannot feel at present, but at least they are getting the association. So Madhav Goswami hat gesagt, okay, ihr könnt die Kirtan singen, vielleicht könnt ihr es nicht realisieren jetzt, no, aber vielleicht ein bisschen was kann in euer Herz treten. So, wir können es euch erlauben unter der Führung von Bhakti Thakur. Wir können das nicht komplett erklären, die Kirtans, für das hast du jetzt noch kein Recht, aber mach die Kirtans und dann bei der Barmherzigkeit von Bhakti Thakur vielleicht kriegst du so einen Tropfen von Barmherzigkeit. So this way they allow. At the time of Prabhupada, there was no such facility, all the time everybody busy. This way, somebody So speaking zu der Zeit von Prabhupada war nämlich für das keine Zeit, da waren alle beschäftigt. Und beim Prabhupada Keshav Maharaj, der hat auch ein neues alte Kirtan geschrieben. Obwohl wir eigentlich schon das Kirtan haben von Srila Bhakti Thakur. Bhakti Van Goswami Maharaj, der hat auch ein neues Kirtan geschrieben. I request Gopananda Maharaj, you can sing that song. He started singing in front of Maharaj, in road itself. You know, there, Madan Mohan Mandir, they started. So nice kirtan in morning time, all Gopika, Sokhis are there, assembly, how they are doing seva, this unique kirtan, unique. But still, maybe Keshav Goswami say, I cannot allow you to hear this kirtan. Guru Bhajan. So this way we have to get harmony. Otherwise we can grow fighting mood. Hey, my Guru Bhajan was speaking this way. Your Guru Bhajan. No, not that. You have to get some harmony. Also da muss eine Harmonie sein. Manche sagen, das Kirtan ist jetzt erlaubt für die und manche sagen nicht. So musst du auf ein Level kommen, wo du das harmonisieren kannst. Warum und weshalb sie so sprechen, warum sie es verboten und warum andere das erlauben. So zu was für einem Zeitpunkt. Er hat uns schon oft gesagt, die minimalste Abweichung von Gurudev, das kann dich schlussendlich weit, weit wegbringen. Was wir lernen von dem Leben von Srama Mararaj, vom Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, ist, dass die alle ganz starke Loslösung haben. Wenn du deren Leben siehst, ich sage ihm, leider ist es nicht möglich, weil die alle schon gegangen sind, aber wie die gelebt haben. So viel Entsagung, was die gehabt haben. Ganz exklusives Namen-Bhajan. Mararaj going to live life this day, today, long ago. I cannot remember how long before he lived, body, I forget. That time it was strange mood. All devotees, they watching strange mood. Very strange mood of Srama Maharaj. Sometimes like mad. Sometimes watching Guru Prabhupada walking down in garden and asking, you give me prasadam to me, you give prasadam, you have given prasadam to this tree. Tree, he is pointing out, the tree is a creeper. Also der war dann am Ende seines Lebens, hat er ganz, manchmal haben die Worte nicht mehr verstanden, was er redet. Er hat gesagt, gib Prasadam zu den Bäumen, gib Prasadam zu den Bäumen. Aber in Wirklichkeit war er komplett auf einer hohen Stufe, auf einer Paramahamsa-Stufe. So der hat wirklich das transzendentale Vrindavan gesehen. Because doctor speaking, his wife growing cancerous disease somehow. So, die wo das kommen, er hat gesagt, oh, seine Frau, die hat Krebs und er geht jetzt beten zu seinem Gurudev. Und Srama Maharaj, der sitzt in seinem Bhajan Kutir und chantet. Und der Devotee kommt, um Darshan zu nehmen. Und dann macht er Dandavat und zu der Zeit, wo er sich verbeugt, sagt er schon, oh, mach dir keine Sorgen, zu deiner Frau wird nichts passieren.
So, obwohl er gar nicht mehr über das gesprochen hat, hat er das schon von vornherein gesagt. Geh wieder, deine Frau wird nichts passieren und nachher ist alles gut gewesen. Well, maybe it was cancer, maybe by the mercy of Sramon Goswami I gone. This way for a long time he is speaking. Most of the time he used to stay in Chaitanya Math. He preferred to stay. I also, myself, I am the assassin. If somebody asking me where you prefer to stay whole life, I promise I like to stay in Chaitanya Math. But they cannot allow me. Also wenn jemand eben fragen wird, wo er gern sein wird, in der Chaitanya Math. Aber physisch können sie ihm das jetzt nicht erlauben. I'm not going to flatter anybody, giving while to your lotus feet. I need nothing. So I took resolution long ago to stay in Chaitanya Math and speak Harikatha there. So, wollte in der 18, 20 Jahre zurückschauen. I took resolution to stay in Chaitanya Math to speak Harikatha. And started speaking Harikatha. That problem was that they cannot digest. That kind of naked truth. Aber viele haben das dann nicht vertragen können. In der Chaitanya Math, wie er gesprochen hat, die nackte Wahrheit. Und deswegen haben sie ihn dann rausgeworfen sozusagen. So, was auch wichtig ist, ist immer ganz Sicherheitsabstand zu halten zu Guru und Vaishnava, weil du die ganz leicht missverstehen kannst. So Vaishnavas so Vaishnavas versuchen immer ein bisschen einen Abstand zu halten. You cannot understand. You can express some disbelief. He is cooking, he is doing this, that, like mad. Cannot understand. But if your luck is favorable, then you can understand that your craving mood can bring that Vaishnava in front of you. Follow, without any expectation. This way, Guru Vishnu can understand your mood. So, first of all, you try to avoid your enjoying mood. Somehow, secretly, if you are doing something, you are going to carry some enjoying mood inside your heart. Then Guru Vishnu can feel, understand. Guru Vaishnava, die können das erkennen, ob du jetzt irgendwas im Geheimen noch hast, dass irgendwie mit gewissen Dingen noch vergnügen willst. Chaitanya Mahaprabhu selber in der Sankirtan-Halle hat gesagt zum Srivas, oh, warum fühle ich mich heute nicht wirklich so wohl? Und keiner hat verstanden, na, irgendwas ist passiert. Warum habe ich heute nicht so eine Freude im Kirtan? Und Chaitanya Mahaprabhu hat zu wissen gekriegt, dass der Sohn dann von Srivas gestorben ist. Und eines Tages ist auch die Frau, die That day also Chaitanya Mahaprabhu speaking. Why today I am not getting enjoyment? What problem? Don't try to forget this point. If some contamination, some problem so there, gewisse Kontaminationen, big danger. So you see, ultimately it was found. Die können eben Probleme bereiten. That the mother-in-law of Srivas Pandit there. So die Also Mutter von Srivas Pandit, die hat sich auch versteckt, um das anzuschauen. Aber deswegen, Mahaprabhu hat sich nicht wohl gefühlt. Und dann ist es rausgekommen, dass sie eben da war. Oder der Brahman, der was da gesagt hat, er trinkt gleich Milch und er denkt sich jetzt, durch das kann er Darshan von Chaitanya Mahaprabhu haben. So, Chaitanya Mahaprabhu war ganz vorsichtig. Die Stimmungen wollte nie normale Leute aufzeigen. Only going to enjoy that
then aprakita rasa with whom? Who? Ramananda Sarvadana. Exclusive. Also nur in Puri, dann im Geheimen mit Swarup Damodar und Roy Ramananda. It was recorded by some American devotee and published by Mandela publication. It is there. With him also, I can show. It is translated in English. Guru Bhagwan speaking also, same thing. So you must be very careful to maintain Hari Bhajan perfectly. There should not be any contamination. All day and night, we should try to maintain purity of heart and external purity, internal. External purity by Guru Vaishnava association, purity of body and mind. So externe Reinheit ist wichtig und inside, innerliche Reinheit. So wenn du ein gewisses Vergnügen danach gehen willst, dann sollst du es einfach offen vor Guru und Vaishnava legen. Und die können das dann bereinigen. 20 years or 30 years, one book is there in library. Nobody going to touch. Some bookworm going to eat up the book. If you open, oh my God, bookworm, you know, bookworm. Ansonsten kann es sein, so wie bei alten Büchern, die was vielleicht schon 20 Jahre im Bücherregal stehen, kann er das ankriegen, aber innen drinnen ist ein Buchwurm und er frisst alles auf. So die innerlichen Dinge, die fressen uns auf. How to go ahead in bhajan? Bonded soul, the condition is very bad. So, die gebundene Seele hat so viele Probleme. Long time. I like to go to Haridwar, my wife like to see Himalaya. I am not ready to give permission. But immediately when speaking, okay, go. But inside here is going to Haridwar. He cannot understand the mood of Mahadev. Only material enjoyment they can get. They can collect some poison from that place. Because there is Mayavadi belt. He can go with eyes, he like to see Himalaya, like to see this, that. Also das Condition. When Guru Vaishnava going here and there, you like to compare. If you run here and there, not sure. If you go to Vrindavan, I cannot put any guarantee that you are not going to get any gaining back. Also das ist nicht wirklich so, dass du, wenn du nach Vrindavan gehst oder die Himalayas oder irgendwo, du siehst alles mit deinen Augen. Und es ist nicht so weit, damit man wirklich in Advaita etabliert sein, weil so viel Kontamination überall ist. So, wir müssen da ganz vorsichtig sein. Through prasadam, staying, looking here and there, somehow. Nobody can save you. How one Mararaj, Bhakti Padikita Mararaj, you know, Goswami Maharaj, they used to do bhajan there. Bon Mararaj, Swami Maharaj, die haben nach Amerika gehen können. Und in all die Umstände leben, aber das kann nicht jeder, weil dort so viele Kontaminationen sind, äußerlich. Also die Reinheit muss einfach eingehalten werden. Then there is no less possibility. Then there is less possibility of asasanga. Otherwise, nobody in this material world can avoid asasanga. Some or different. So du hast immer irgendwie ein bisschen eine Verbindung mit Asatsanga, entweder im Geist oder äußerlich. Deswegen, aber wenn du wirklich stetig bist im Verständnis von Guru Tattva und in den Bhajan, zum Beispiel wenn Prabhupada nach Shilan geht oder Dujali, das ist nicht, dass er jetzt seinen Körper wieder auf Vordermann bringen will, weil es so eine schöne Umgebung dort ist, sondern aus ganz einem anderen Grund. Aber die bedingten Seelen wollen immer irgendein Vergnügen haben. Sie wollen schöne Dinge sehen, schöne Umgebungen, aber Prabhupada macht es nicht wegen denen.
Leute haben sich gedacht, oh Prabhupada, der geht dorthin, um seinen Körper wieder fit zu machen. Aber das ist ganz kompliziert, reine Vaishnavas zu verstehen. Das ist in der Gaudiya Mission einmal ein Brahmachari. He wanted to express his, some desire in front of Mott in church. Der sagt seinen Wunsch. Er sagt, oh, er möchte gerne in der Gaudiya Math aufgenommen werden. Und er sagt, oh, ich möchte meine Ausbildung weiterführen. Aber derjenige hat gesagt, nein, er ist ärgerlich geworden und gesagt, nein, du kannst das nicht machen. Then in nature speaking, I am not going to speak the secrecy. Why Prabhupada sometimes approve this, why not approve you? So sagt Srila Prabhupad, manchmal hat er das gesagt. Then you can yourself you can realize. Don't try to put question. I cannot allow. He become very angry, shouting and gone from Math. This is Gaudiya Math, I cannot stay. When Gaudiya Math was established in rented room, where number one Ultalingi Junction. Number one Ultalingi Junction, there, not Calcutta. That time actually Ultanga 1, das war das erste gemietete Zimmer, wo Srila Prabhupada angefangen hat. Janmashtami over, previous day. Janmashtami, suppose previous day Janmashtami over. In Janmashtami or in Annakut, I have picture. If you look, you can go mad. Big Natta Mandir. Big Nanda Mandir. 108 different kind of prasad. Also Annakut Mahotsav, da war so viel Prasad, 108 verschiedene Präparationen im ganzen Vorhof vom Tempel. So Prabhupada, der will immer sehen, die volle Zufriedenheit von Chaitanya Math und Krishna. Aber wir wollen immer unser eigenes Vergnügen sehen. Also wir sind immer nur an uns selber interessiert. Wir wollen nie wirklich Krishna Freude bereiten. Und deswegen muss man Glauben haben in den transzendentalen spirituellen Doktor, Gurudev, der was uns aus unserem eigenen Vergnügen rausbringt. Also manche Doktoren, die sagen, du hast eine Krankheit Bikolai, das ist eine Krankheit namens Bikolai. So der Doktor gibt da also er gibt da eine Injektion, eine Spritze von dem Urin von der Person. No full pen, nothing, like Indian people. Very nice. Here always any patient coming with fever, this, that, cholera, hey, you must take bread, chapati, not rice. Speaking this way. So, zu den Doktor sind viele. Dr. Anadi, Banerjee. My mother used to take me there in childhood. The doctor, when mother take me there, what happens? Hospital, what happens? No, nothing. You don't like to read. That's why you like to cheat your mother. Nothing happens. Then you like to give treatment. My mother asking, doctor, what I can give prescription, what I can give, and food. Everything he can, what happens? Nothing happens. He can take everything, rice, chapati, anything like nothing happens. So this is one kind of philosophy. That doctor having this kind of philosophy giving treatment this way. That doctor giving this. Same material world also. But when in transcendental world, Prabhupada going to give you treatment, you don't like to confess. Believe. Also in der materiellen Welt gibt es auch verschiedene Arten, um geheilt zu werden von einer Krankheit. So im spirituellen Weg genauso. Was für Medizin der dir gibt, dort, in das sollst du Glauben haben, dass du das geheilt werden kannst. This way you must have that kind of faith. That Guru Vaishnava giving me treatment. The way he is speaking, I must
So wie Guru und Vaishnav sprechen, so muss ich das annehmen, so kann ich geheilt werden. So there, one incident I can speak. After Janmashtami Tithi, next Nach day, der Janmashtami Tithi am there nächsten was Tag, cake, different kind of cake, dort waren viele verschiedene Arten von Kuchen. Cake. Foreign people cake mean they, in oven they make. But here, especially Indian people, they have different kind of cake with coconut, with Also indische milk. Kuchen. When dried up, after that they make it very tasteful. It's called cake also. Pitha in Bengali it says pitha. In Bhagavad also it is pitha. Then actually next day, the many devotees sitting. Und am nächsten Tag sind dann alle Devotees gesessen, die haben Prasadam gemacht. Und ein Devotee, ein höherer Devotee, der was Bewusstsein höher gehabt hat, der hat zu einem Brahmachari gesagt, wo das schon alle gegessen haben, den Kuchen. That Brahmachari speaking in such a way that in charge speaking in such a way that Brahmachari become very angry. Very angry because he was bonded so, there was a treatment going on, he's speaking this way. That in charge asking that you are going to eat. Der Devotee hat dann gesagt, oh, du isst den Kuchen oder isst die der Kuchen? You are going to eat cake or cake going to eat you. What do you mean? I never eat Nachher hat der cake in my Brahmachari gesagt, life. oh, was machst du? Then Prabhupada here, Ich isst niemals einen Kuchen und nachher geht er. Prabhupada hat die Stimmung verstanden von dem Devotee. If I am going to take the taste of Paramanna, no bad. But if Paramanna going to eat me, then big problem. The secrecy of Hari Bhajan Gaudiya Math. You cannot get this thing, this kind of teachings all over the world in Brahmanda, only in Gaudiya Math, this kind of secrecy there. Only in Gaudiya Also wenn du Prasadam zu dir nimmst, dann sollst du dir denken, dass du den Geschmack von Prasadam kriegst, nicht von Rasgula, von Milchreis oder von Gnocchi oder von irgendwas. Sondern Prasadam ist Prasadam. Wir wollen nicht auf den Geschmack schauen. Gaur Kishoras Babaji Maharaj hat rohe Brinjal, das heißt so Gemüse hat er gegessen, ohne dass es frittiert hat oder gekocht hat. Aber für ihn war das wie Nektar. So die Stimmung von Guru und Vaishnava ist so schwer zu verstehen. Kannst ganz leicht ein Vergehen machen. Versuch das nicht zu sehen. Vamsidas Babaji Maharaj, der hat eines Tages in einer Pfanne with hand. Somebody, why you are using your hand to fry brinjal? You have your, Also der hat mit seiner Hand das Gemüse gekocht oder umdreht. Und er hat dann gesagt, oh, lass mich sehen, was Gaurand Nidai macht, oder was das sagt. Aber solche Stimmungen können wir nicht verstehen. Under the guidance of Prabhupada and Bhakti Thakur, otherwise you can develop express some doubt, try to maintain your inside purity. Then we have the scope to discuss all secrecy. Follow? Like one Gomata. It depends upon how different way, exclusive way, you can take the milk from the breast of Gomata. So du kannst eben so viel von Sadhus kriegen, das sind wie Kühe. Wenn du sie richtig milkst, es kann nicht jeder so viel Milch kriegen von der Kuh. Das Gleiche ist mit der Harikata. So, diejenigen, die was wirklich tiefer und tiefer gehen wollen, die können viel mehr Milch kriegen, die können das mehr melken.
Prabhu, you already discussed 18 times of different kind of commentaries. You are explaining 18 different ways in front of Sarvabhauma. Sanatana Goswami sah den Vers, was sie da besprochen haben, Atma Namascha Lubaya. Sanatana wanted to hear, Prabhu, I like to hear it from you. So Sanatana Goswami wollte den Vers hören, obwohl er den schon auf so viele Arten erklärt hat, 64 Arten, zum Sarvabhauma Bhattacharya. Aber doch, weil er eben noch mehr wissen wollte, sind noch viel mehr Sachen rauskommen vom Chaitanya Mahaprabhu. So, das kommt immer darauf an, derjenige, was jetzt den Sadhu sozusagen milkt und wie viel er dann wirklich kriegt. Mahaprabhu hat dann ihm gesagt, bei deiner Gemeinschaft habe ich eben nicht aufhören können zu sprechen. Also das ist die Gemeinschaft. Also wenn du wirklich das Ganze wissen willst, nachher, wenn du vom Herzen das willst, wirklich, nachher ist der Sadhu wie eine Kuh und er gibt dir die Milch. So anyway, today I am going to stop here. So Durlabha Manusa Janmo, Dehinam Kshanamanguraha, Tatrapi Durlabham Manne, Tatrapi Durlabham Manne, Vaikuntha Piya Darshanam. So Sadhu Sangha, Vaikuntha Sangha, most rare thing. Most rare. By chance, because in the name of Satsanga, those people like crazy running here. Somebody is spending 5 lakhs rupees to come in India. They are paying here 80,000, 90,000. Spending so much money to get Satsanga. If they are going to get cheated, then we are very sorry. It's there. But and also we cannot expect this kind of exclusive speech. Everybody cannot digest. It's very rare. We cannot digest. We have to hear. So gradually we can go on discussing about Vishwanachakodviva and this. If Bhakti is Satantra, how is possible? So, I can discuss this point next day. das Bhakti Swatantra, das ist unabhängig, über das spricht das nächste Mal. You cannot get Bhakti separately. Through Gaudiya Vaishnava, what is the procedure? And different kind of doubts can come here. How possible? Then I can explain. If you have any question, you can do. No? Mararaj, there is one question. One question. Why, when you chant, if you try to chant more rounds, there's more material desires coming up on that mind? Actually, some secret points are there. Many times I told you to grow your constant affinity, of Hari Bhajan, Harinam. You will have to serve pure Guru Vaishnava. There is a secret procedure. I am not speaking. Bhakti Prabhupad, Guru Goswami. You can go and watch there in Bhakti Vinod Bhajan Kuti there also. You can go on doing seva and try to do Harinam in hand. Non-stop. Don't try to stop speaking Harinam in your life. Maybe you are cooking, maybe you are doing something. Don't stop. The day you are going to stop speaking Harinam, that is doomsday, very dangerous day for you, blank day. Because through that hole, Mayadvi can enter. Through that hole. Don't try to give any scope for Mayadvi to enter in your heart. What is the procedure? Our Guru Varga and Prabhupada Bhakti was speaking, continuously we will have to speak Harinam, chant Harinam. Maybe you are counting Harinam 1 lakh. 1 lakh Harinam you can easily do if you are going to enjoy the full kripa of one Namacharya. Not that Namacharya is only we say Haridas Thakur. Yes, but Bhakti Thakur is also Namacharya.
Prabhupada is also knowledgeable. They are unfailingly. India life, never one day you can discover that Prabhupada not being one like that. I have no right to speak Harikatha in front of you. If I cannot, so Srila Prabhupada sagt, der hat jeden Tag Onlek Harinam chanted. Genau das Gleiche. Schauen wir das Prabhupada schon mal. Onlek Harinam chanten jeden Tag ist ein Muss. Because they are putting all garbage there, you see. I am sitting here, they put garbage here. They are eating and putting here, in the pocket itself. No train, I cannot, so journey is very dangerous for me. They all request me, Mararaj, we can arrange flight for you. I say, it's dangerous for me. Who can go and drop there? Also, I have my luggage, they test it, I have some knife to cut sabji and fruits, they throw it. This is not allowed. They check up in message, they throw all different kind of bhajan article here. Maharaj, this is not allowed, you have to throw. Many times you miss. They check up in message, they search, they touch my mala. Hey, don't touch. Man, maybe some blade is there, maybe some knife is there, you have to throw it. I say, I am going to avoid flight. Big problem for me. They throw, I miss so many things. Suppose I have some nameplate of Harinam. They say, no, this is not allowed, this is not an instrument. No, you have to throw. So, it's dangerous. So, continuously we'll have to try. First of all, there is no scope to get good result. Follow, I am not speaking. Bhaktivinoda Thakur speaking, Baba speaking. Maybe, in first time, you cannot get result. You can break down. Oh, I'm doing Harinam for 1 year, 2 years, not. But maybe your bondage is so strong that you will have to do more Harinam, you have to get more Kripa. Maybe you are lose your patience. But maybe ending point approaching, but you are going to lose. I am not speaking this, Vishwanath Chakravarti is speaking. Some devotee going to lose patience. Also, viele Devotees, die verlieren die Geduld, die denken, oh, Harinam ist nicht so wichtig. Aber Harinam, viele Leute verlieren die Geduld. But now in the meantime, when 5% bondage is there, you lose patience. Like, Er gibt das Beispiel, wie wenn du mit einer Kette gefesselt bist. Wenn du mit einer Kette gefesselt bist und da fängt einer an, jetzt zu schneiden. So der schneidet und schneidet und schneidet. Ganz egal, auch wenn nur ganz wenig jetzt noch zum Durchschneiden ist, fühlst du dich immer noch gefesselt. So du kannst dir dann denken, oh, der Harinam, der wirkt nicht, das funktioniert nicht. Und dann hörst du vielleicht auf nach 10 Jahren, 20 Jahren. Oh, obwohl du im Leimer jetzt ganz ein bisschen zum Durchschneiden hast und wo dann wirklich frei wärst. Komplett. Bondage going to be cut. Suppose with one hacksaw, you are going to cut my bondage, iron. And up to the last moment I am crying, oh, leave me, I am feeling, oh, wait. Only 2% bondage, 5%. Also vielleicht sind wirklich nur 2% da und dann sagst du zu der Prozent und legst die Säge weg. Aber nachher bist du trotzdem noch gefangen. So. Ohne dass du nicht wirklich weitermachst, realisierst du das nicht, ohne dass du wirklich befreit bist. So, du musst Geduld haben und auf die volle Barmherzigkeit von Guru und Vaishnava. So, desto mehr du Kripa von Guru und Vaishnava kriegst. So you don't know this way you have to try. So if you are sincere yourself 100%, very shortly you can discover Krishna can give some facility in front of you. Very shortly. I promise I'm in Vasasan, I promise. I know myself. I asked Guru Maharaj giving so much instruction to me. Those who are having no idea. That day I was in Devananda Goriya Calcutta Mall, some old lady coming and watching at me, black, goggles there. I am sitting in, at my seat,
and talking with one brahmachari. After some time he said, it is Sambhavana, I hear from voice, and why? And he cannot see. Some cataract there. I can remember the way Guru Maharaj used to love you. She speaking in front of all devotees. In front of me, you took this white dress from Gurudev. And how your Gurudev, his Guru, her Gurudev also, same. She took Harinam from my Guru Maharaj, Dika also, long time. She is speaking, how Guru Maharaj used to love you. Here, putting your head and doing you, I can remember, she is speaking that. So this is my property. I have no property. And so, personally, if somebody going to do some problem for me, I am not, no anxiety. If somebody doing some sabbath in there and Goshala, Gomata, problem, he is coming in front of me, I lose my heart. It's naturally. Because I cannot tolerate. Gomata, they are naturally, they want, the material people, they want to take some advantage from Goshala. We have two machines, they are coming, hey Prabhu, you can cut some grass. Eh? We are going to cut your grass. For this he coming. This way, so different kind of problems they are making in Goshala. Still I am giving lessons, see. Let me see. So any question more? No? Okay then. Mararaj, I have one question. What question? I don't know really how to formulate. I just want to, because we are having some songs, for example, like Kabe Gauravani Suradunita. We sing those songs. Those how we should see the Dham, that we have the desire. Just I want you see, this bhajan is which category? First I like to know. This is Siddha Lalasa. Siddha Lalasa. So this kirtan you are now starting. No, but this Lalasa. You must do. I am not speaking that you cannot do. What I mean to say, you have to do all kirtan in front of Guru Vaishnava, pure Guru Vaishnava. They can give some power. Not that you open your room and sing. Yeah, in front of Guru Vaishnava you will do. Madhu Krishna used to say, you have to sing in front of Guru Vaishnava. Then you can, we can give some extra power. Already power is there, given by Bhakti Thakur, Narottam Thakur. But that power is not expressed inside your heart. Because dirty heart means some karma there. We cannot see. How we can say I am out of karma? Those pure Guru Vaishnava, if they open their heart, you can say there is no karma. No smell of karma. That's why their realization is up to that point. Still some contamination, they give problem. You can make some problem, they can feel. Some problem must be there. Follow, they can feel. Some problem must be there. Sitting in front of Guru. That day I meet, that day when I am coming out of Bhajan Kutir, I meet one murderer. He can murder Guru Vaishnava. That kind of dangerous people. I was bound to speak with him. Then I thought today is black day for me. So while going to a Hari Bhajan inside, you will have to think about Guru Charan. Only Guru Charan and Prabhupada Charan. No other thing. So this you can do. I am not speaking that you cannot do. You have to keep the picture of Prabhupada, Bhakti Thakur, Sridhar Maharaj, what power they have, they can give to you. First of all, why not you keep, Prabhupada used to give instruction. Saranagati Kirtan, why not do? No, we do, but this also. First of all, is the instruction of Prabhupada. Is the instruction exclusive? If somebody is doing, hey, stop! Do Saranagati Kirtan. Why not you are doing this Kirtan? No, we do before. No, Some also before. Most of Saranagati Kirtan you have to do. Very exclusive. Follow. And how you can get free of bondage, you will have to think. You have to do them. Ar kabe, no. Ar keno maya jale, porite chajivo mino, nahi jano bodho hoye, rabe tumi chiro. You singing this kirtan? Not meaning. If you keep and go through the meaning, you can go mad. You can go mad. What is the inner meaning? How fish? This life is compared with fish. Fish flying from in water, here and there. Is Atma, spirit there, can lift this body, instant can go.
like fish. Ar keno maya jale, paritecha jiva mino. Why fish, you foolish? You fish, you are foolish. You're going to invite bondage stage. Ar keno maya jale, paritecha jiva mino. Nahi jano, you don't know. This can become a reason, a cause of your bondage. Nahi jano baddho hai thaki, robe tumi chirodin. Oti tuchho maya ashe. Oti tuchho maya ashe. This kirtan you should do. Bondi hoye maya pase. Rohi levi krito bhave. Dando jatha paradhi. Guru Prabhupada is giving these examples. I put example, Guru Maharaj, I like to know direct example of Saranagati. After taking this place, that room, nobody was there. Guru Maharaj giving example, what is this? I mean, you have sannyas danda. Sannyas danda. So I am keeping this danda this way. If 5 years I am not going to touch this danda, can stand this way. If not going to move. If I put this danda, inclined, can stand. So try to understand what you mean. What is there inside my heart? That should be there inside my heart. Then you can get my power. Otherwise not. You can stay forcefully there in Vrindavan Maya. Then and only then, when you can find my heart, my Siddhanta all same with you. Whenever you speak for Harikatha, Guru Maharaj gives me an instruction. By the order of Guru Padma, by the order of, who? By the order of, Giri Maharaj, by the order of Nayananda Babu, by the order of, Sagar Maharaj, by the order of Santa Goswami Maharaj, so many devotees. They order me. So my Harikatha is one kind of servitorship for them, topmost. Not personal, money and position. So you see what I say. By the instruction of Guru Bhakti, if Bhakti, I can follow you. I can follow you. Don't see, you cannot make fool of me. I can follow you. If when I find that you are going to get the same mood of Bhakti and Bhakti Maharaj, then I can find, now you are going to get Kripa. I am not going to say you cannot do Kripa. Why not you are doing this Kirtan? This Kirtan is so inner meaning. Someday I have no time. Otherwise I like to discuss hours after hours with you. But who can do myself? With this pain, backbone. So pain, you cannot even 5 minutes sit. He discovered I am running from work. Mararaj, slow. I forget my pain. So I like to discuss all the meaning of this Kirtan. Bhakti Maharaj used to do. I have no time. So many seva. So try to become sincere. Don't try to keep any kind of enjoying mood. I can realize when you are going out of total, there should not be any smell. Then he can allow you. Siddha Lalo Sati is there. Kabe Gauravane, Suradhani Tate, Harade Habi. This is not your stage. Come on. Kabe Gauravane, Suradhani Tate, Harade Ha Krishna Vali. This kirtan is there. You can find. Recorded kirtan. You can, Purushottam send you order. So sometimes if you are doing sabji amanya, this, then you can play kirtan. Not that, because Harikatha you will have to concentrate. What speaking? If one word is missing, going for sabji outside, is missing. Follow? Like one example I give now. One devotee, I was there long ago, maybe 10 years back. I was sitting inside Calcutta Math of Chaitanya Math, Hyderabad. That time I am sitting and one devotee I meet. He speaks his own history. Speaking, Maharaj, I hear your Harikatha, I never meet you. But first time when Mangal Prabhu one brahmachari, he used to run my Harikatha. And the space is very small. He is doing parikrama, and Pujari room is this, and this parikrama. One day that ISKCON devotee, he is from Srila Prabhupada Mararaj. He took Harinam. After that he took Diksha from whom I don't know. He became very angry. He doing parikram. After parikram, he hear and become very angry and speaking to Mangal Prabhu. Who is he speaking Harikatha this way?
Eh? Speaking this way, Mangal Babu, what happens? He is speaking this way, mercilessly. Mangal Babu speaking laughing. You will have to wait. You only hear 5 minutes only. You round maybe 5 minutes. Because temple is very small. So you hear half Harikatha. You are not complete. You wait 10 minutes or 15 minutes, you hear complete. He hear 15 minutes Harikatha. After that gone. Then his total conception changed. Total doubt gone. Now he is my fan. He like, whenever he is, find me, come. Love me. But turning point. But half Harikatha, I speak word. Half. You don't hear full. Here, his heart is not clear. When he hear clearly, then he is not hearing Harikatha all the time. His father, mother. So, how bhajan you should not do? If you like to do Harinam, it's very nice condition. This kind of arrangement you cannot get.